Das Fahrzeug wird komplett gewienert. Wir sind bei Wohnwagen Vogt. Du hast eine ganze Reihe an ganz außergewöhnlichen Fahrzeugen für Liebhaber, alle gebraucht. Alle wirklich aus gutem Hause, kann man sagen, zum Beispiel aus dem Hause Concorde. Hier steht ein Cruiser auf Iveco Eurocargo 75210. Der Light, nenne ich jetzt mal Eurocargo, der drauf ist. Das ganze Ding ist unter 7,5 Tonnen. Es hat einen Innenraum, der ist so toll, muss man wirklich sagen. Und die haben sogar noch richtig Zuladung noch mit dabei. Man muss sich natürlich ein bisschen zurücknehmen bei den Fahrzeugen, aber dafür darf ich ihn fahren mit dem alten Führerschein 3. Das ist ja vielen Leuten auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Hier ist Stefan, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Sven, herzlich willkommen. Hallo. Du hast schon ganz viel verraten über das Fahrzeug. Du selbst fährst ja auch einen 7,5 Tonner Eurocargo. Die Zuladung, klar, das ist immer nicht das Größte, was wir bei 7,5 Tonnen haben, aber es ist möglich bei diesem Fahrzeug. Ja, du selbst hast einen C-Führerschein, du kennst die Vorzüge von einem Eurocargo. Das ist ein richtiges LKW-Chassis. Hier musst du nicht irgendwelche Verbreiterungen anbringen an den Rädern. Der kommt so mit der Breite, oder? Genau, der kommt mit der Breite. Du hast eine super Spur beim Fahren. Wenn du andere LKWs überholst, dann merkst du einfach die Stabilität von so einem LKW und den Hubraum natürlich, wenn du auch berghoch fährst. Hat schon riesen Vorzüge, so ein LKW. Die Reifen sind auch ein bisschen größer, muss man sagen. Sie sind nicht ganz so groß wie die LKW-Reifen, aber das hier ist ein Nahverkehrsfahrzeug. Es hat schon größere Reifen. Wenn du die direkt daneben stellst, da siehst du erstmal, wie viel größer die sind. Das sieht nicht ganz so babyhaft aus, wie du das hast bei anderen 7,5 Tonnern. Genau, das hier sind jetzt 17,5 Zoll. Das Ganze gibt es ja noch beim noch größeren Eurocargo, auch bis 19,5 Zoll. Aber wie du sagst, ich glaube, jeder muss es einfach mal Probe fahren. Der Eurocargo ist natürlich ein raueres Fahrzeug, weil er eben ein LKW ist. Aber die meisten Leute, die das eben auch kaufen, die wollen das eben auch so. So, schauen mal, ob wir die 10 Minuten reißen. Es wird schwer, wir nehmen es uns aber vor, dass wir 10 Fahrzeuge in 10 Minuten zeigen. Das ist das Ziel. Es ist Dann reden wir ein bisschen schneller. Ein 2018er ist es. Er hat 60.000 Kilometer roundabout gelaufen. Exakt. Er kostet knapp über 230.000, glaube ich. Wenn du mal kurz mal guckst. 239.900 Euro, ja. So, 239.900 Euro, der kommt mit einem Jahr Garantie. Das bedeutet, du musst ja als Händler, so steht es ja in Deutschland geschrieben, auf das Fahrzeug, was du verkaufst, ein Jahr Garantie geben. Exakt, so ist es, ja. Machen wir natürlich. Das machst du auch? Ja, natürlich machen wir das, ja. Seid ihr Meisterbetrieb? Wir sind Meisterbetrieb auch, ja. Okay, ganz wichtig. Euch gibt es schon ewig, Wohnwagen Vogt. Ihr seid offizieller Servicepartner von Concorde? Nee, das sind wir nicht. Nee. Wir sind offizieller Servicepartner für Morelo und für Phoenix und kennen uns aber mit den Concords auch aus. Viele Baugruppen sind ähnlich, muss man sagen. Ja. Hier ist eine Aldeheizung drin, hier ist die Aufbauklimaanlage, das verkauft ihr so. Alle Standardbauteile, die hier drin sind, ist ja alles standardisiert, mehr oder weniger, bis auf den Aufbau, so kann man sagen. Oder? Ja, genau, das sind ja fast immer Dometic oder Truma Klimaanlagen. Eine Aldeheizung drin. Jeder, der sich hier ein bisschen auskennt, der kennt genau die Produkte. So, der ist schön voll. Hier sind die Klappen mit drin. Das ist die leere Klappe, ja. Da siehst du, also du kannst durchladen von oben nach unten. Der hat viele Tanks dafür, dass er so leicht ist. Ich habe gerade eben gesehen, 230 Liter und so weiter sind hier mit drin. Das ist das Doppelbodenkonzept, bedeutet warm Wasser geheizt. Man sieht hier, da ist eine komplette Warmwasserheizung mit drin. Der Doppelboden ist beheizt, du kriegst hier kaum kalte Füße, oder? Ja, genau, wie du sagst, das Fahrzeug kann auch nur so funktionieren mit dem Doppelboden, dass alles mitgeheizt ist, dass die Möbel entsprechend vorgebaut sind, dass die Zirkulation im Fahrzeug funktioniert. Und eine alte Warmwasserheizung ist einfach, ich denke, das Beste, was man hier an den Fahrzeugen verbauen kann. Holzfreier Aufbau, hier sieht man sehr schön. Ja, hier sieht man schön, ja. Ja, also da kann nichts passieren. Man hat wirklich selten mal die Möglichkeit, wenn wir hier mal die Wände auch auftrennen zwischen Boden, wie aufwendig sowas gebaut ist. Da denkt jeder nur, das ist irgendeine Platte, aber da hat Concorde schon richtig viel gemacht, um auch Gewicht zu sparen bei so einem Fahrzeug. Druckwasserpumpe, man bekommt auch eine Anleitung, wie man sowas stilllegt. Würdest du sagen, im Winter besser das Fahrzeug leicht beheizen, also nicht ganz? Ja, definitiv. Ich würde es, wenn man die Möglichkeit hat, man kann ja die alte Heizung auch auf Strom laufen lassen, wenn man eben selber vielleicht noch Strom erzeugt zu Hause und ein bisschen Strom übrig hat, und dann würde ich das auf Strom laufen lassen oder ein bisschen auf Gas, dass es nicht ganz auskühlt, das Fahrzeug. So, hier ganz interessant, ist eine Hubstützanlage verbaut, die wurde wahrscheinlich nachgerüstet, oder? Ja, das haben wir jetzt schon öfters mal gesagt, dass wenn Kunden sich hier was angeschaut haben, haben diese Verbauart gesehen, also Mensch, das ist ja toll eingebaut, und das ist über das Ganze drüber gebaut, sodass wir immer noch Platz haben und keinen Platz verschenken. Aber die hier wurde nachträglich eingebaut, ja. So, Edelstahl,
Blenden, Zierblenden sind drauf. Das sieht auch richtig schick aus. Genau, das wäre das Mittel der Wahl. Was ich machen würde, hier was drunter. Das Tiefbett sieht immer noch besser aus, als es nach außen eben steht. Und kann man natürlich im Zubehör auch für jedes Fahrzeug nachbekommen. Der ist unfallfrei, oder? Der ist unfallfrei, der Wagen. So, mach mal bitte auf, dass wir das mal sehen. Wenn Leute ein bisschen Angst haben den alten Dreier-Führerschein, mit dem darf ich ja einfach losfahren. Ja. Du fährst auch schon mal mit? Also wenn einer sagt, hier komm mal in den Hof raus und so? Ja, natürlich, ja. Oder sagst du, hier ist der Schlüssel, hau ab? Nee, es fährt immer einer mit von uns. Es sind ja viele, die haben Angst, einfach mal sowas zu fahren. Und dann ist das schon beruhigend, wenn jemand daneben sitzt, der sagt, wie wo was zu machen ist. Leute wollen ja nicht immer so als ganz blöd dastehen, auch wenn sie sich mit der Technik nicht auskennen. Das merkst du ja dann schon, dass einer sagt, ja, ist da denn das und das, aber er kennt sich nicht so wirklich aus. Ist das strafbar, blöde Fragen zu stellen bei euch? Nee, überhaupt nicht. Und mittlerweile so viele Leute schauen deine Videos und sind schon vorinformiert oder schauen im Internet nach. Dann werden Fragen gestellt, wo man schon mal was gehört hat, so ein Halbwissen drüber hat und wir können es dann nachher... Das ist so Bammel. Ich hatte erster Morelo Loft 78 FX. Du kennst den Grundriss, der gute FX. Da habe ich bei einem Händler gekauft in München, in der Nähe Erding war es. Und ich hatte so Angst, was falsch zu machen. Bin dann unter das Fahrzeug gekrabbelt, habe mir die Automatik angeguckt, die hat ein bisschen geschwitzt. Und dann habe ich gesagt, oh, hier Schaden. Da war ich hier nebenan, hier beim Iveco. Der hat gesagt, nee, ist ganz normal. Also da war ich dann, komm, wir schauen mal hinten rein. Die Garage ein bisschen kleiner oder täuscht das jetzt auf der Seite? Das ist natürlich vom Grundriss her Hecksitzgruppenwagen. Es täuscht. Das heißt, der hat die große Tür auf der anderen Seite. Und dort, wo die Absenkung ist, ist immer noch riesig flach nach vorne hin. Ja, habe ich jetzt übrigens auch gemacht. Mein neuer, der kommt, hat jetzt auf dieser Seite hat er eine kleine Tür, auf der anderen Seite die große Tür, weil ich die auf der Seite nie benutzt habe. Komisch. Das ist so. Aber dann siehst du hier, Heckbelastung 400 Kilogramm. Er riecht gut. Er hat eine Mastervolt-Anlage. Klär mich mal auf, Mastervolt, das ist richtig gut. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, von der Mastervolt-Anlage. Und ich denke, es hat sich auch durchgesetzt in den letzten Jahren, dass fast jeder mit Mastervolt arbeitet. Da waren zwischendurch mal andere Versuche. Was ich auch prima finde, ist Multiplus von Victron. Finde ich auch ein ganz tolles Gerät. Und Mastervolt auch eine Spitzentechnik. Ja, Außendusche ist hier dran. Hier ist noch ein Gasflaschenhalter, ganz interessantes Detail. Das heißt, man kann eine Ersatzgasflasche hier noch reinstellen. Und große Garage, wenn du dich mal gerade daneben stellst, dann sieht man auch mal, wie groß die ist. Wahnsinn. Komm, wir zeigen es mal von hinten. Das ist ein sehr schönes Heck, nicht das ganz neue, aber ganz ehrlich, selbst ich als Profi wüsste jetzt nicht von hinten, was ist jetzt das ganz neue. Ich glaube, bei den Alkoven-Fahrzeugen, da hat es ein bisschen länger gedauert, glaube ich. Ja, ich denke, wer die Flitschschimmer gesehen hat, die neue, dann das sieht schon cool aus. Aber das hier, das ist ein zeitloses Heck über viele Jahre, GFK-Heck, sieht einfach schnittig aus. Ja, auch vorne, was viele ja lieben, ist so das LKW-Feeling, das Trucker-Feeling. Das hast du hier bei dem Fahrzeug. Ja, das ist ein richtiger LKW drunter und ihr werdet gleich sehen, man sieht vom Fahrerhaus gar nichts. Anhängerkupplung fest? Ja, Anhängerkupplung fest, ordentliche Anhängelast, kann man richtig was ziehen. Leute mit Pferdeanhänger fragen oft, welcher Wagen kann hier 3 Tonnen ziehen. Mit so einem Eurocargo ist das kein Problem. So, Powered by Iveco, da ist das Besondere, die Doppelshutter-Rückfahrkamera. Das heißt, die kann einmal nach unten gucken und einmal nach hinten. Ja. Und sie hat ein Fenster mit drin, das werden wir gleich mal drauf eingehen, denn dieser Grundriss ist ganz besonders. Bitte mal hier öffnen, dann sieht man nämlich, wie groß diese Tür ist. Da passt locker ein Roller rein. Allerdings ist die Klappe einen Ticken höher, wie bei den vollintegrierten, habe ich das Gefühl. Er steht ein bisschen höher, oder? Als bei den kleinen. Ja, ich denke, beim Eurocargo macht es keinen Unterschied. Nee. So, dann hast du hier große Batteriesätze. Das ist natürlich änderbar, das heißt, wenn man Lithium haben möchte, aber die AGM-Batterien funktionieren und das ist leider Technik, die kriegst du kaum kaputt. Du hast etwas weniger Kapazität. Ja, also ich persönlich würde bei dem Wagen jetzt hier aufgrund der Gewichtsthematik würde wahrscheinlich wirklich auf Lithium umrüsten. Ansonsten, du hast recht, AGM hat natürlich gerade im Winter immer noch Vorteile, aber es ist ein Gewichtsthema und es ist eben auch Investitionssache, was man eben ausgeben möchte. Aber wenn ich ihn so hier kaufe, der funktioniert, der fährt, genau. Alles gut. So, dann mach mal bitte zu. Irgendwelche Kleinigkeiten, die Leute sehen, der wird dann noch aufbereitet, behoben und so weiter und so fort. Das ist ein Fahrzeug, das, ich sag mal, kriegst du nicht kaputt. 6.000 Kilometer von Eurocargo ist gar nichts, oder? Nee, du kannst ja wahrscheinlich 1 Million Kilometer von Eurocargo fahren. Es ist kein Neuwagen, das ist klar. Er hat Gebrauchsspuren. Du wirst überall mal einen Kratzer von einem Strauch finden oder innen drin. Aber ich denke, für das Alter und für das, was man bekommt, ist das in Ordnung.
So, ich filme mal schon Ja, drauf, dass du es siehst. Also hier kommt man an der Seite noch ran. Ja, das ist die bekannte Klappe für den Notschlüssel, falls mal die Batterie doch alle ist. Und dann können wir über den Notschalter, können wir da unten auch die Tür wieder öffnen. Und ansonsten hast du hier Solarregler drin, Batterien, Ladegeräte. Sehr schön, Technik. So, mit der Technik muss ich mich meistens gar nicht befassen. Du hast gerade eben den Außenstrom angesteckt. Das hier sind die Stufen, 2 Stück, Projekt 2000. Die muss immer gut eingestellt sein. Wenn sie dann gut eingestellt ist, funktioniert sie. Ja, natürlich. Ne? Ja, haben natürlich auch schon mal Stufen, die abgefahren wurden, aber dann reparieren wir sie eben. Das ist so eigentlich unkaputtbar. Die Aufbautür ist GFK und das Besondere hierbei ist, die kommt aus dem Krankenwagenbereich, auch die kriegst du nicht kaputt. Wir gehen am besten mal rein, da ist der Cruiser und hier stehen die wichtigsten technischen Daten mit drin. Das ist ganz frisch gemacht, da fehlt noch der Aufkleber. Ja. Interessant ist, der kann wahrscheinlich aufgelastet werden, oder? Das heißt also, den kannst du wahrscheinlich auf 8,5 Tonnen oder so? 7,8 Tonnen kannst du den noch auflasten. 7,8. So, komm, wir gehen mal hoch, dass wir das machen. Denn das Starke ist, du hast die Klimaanlage schon mal angemacht. Ja. Machst am besten nochmal aus. Ja, laut auf der Stufe. Aber sie hilft natürlich jetzt beim Filmen ungemein. Denn dieses Fahrzeug hier hat eine Klimaanlage. Nein, ich habe es wieder angemacht. Jetzt kommt sie gleich wieder. Ja, kein Problem. Die ist so leicht verzögert, gell? Ja. So, da ist sie. Und das Besondere hierbei ist natürlich die große Hecksitzgruppe, die du hier mit drin hast. Er hat sie wieder ausgemacht. Das ist natürlich toll mit der Hecksitzgruppe, oder? Ja, das verleiht dem Wagen hier das Gefühl, als wenn er 12 Meter lang wäre. Einfach dieser riesige Platz. So, setz dich mal rein. Ich setze mich mal hier in die Ecke rein. Das ist schon phänomenal, die Hecksitzgruppe. Du sitzt hier wie ein richtiges Zuhause. Das hast du im normalen, voll integrierten nicht in dem Umfang, oder? Nee, so auf gar keinen Fall. Und du hast natürlich hier 2 richtige Bereiche, einen Wohnbereich, einen Schlafbereich vorne. Probieren wir mal die Klimaanlage nochmal auszumachen. Sollte gleich ausgehen. Und dann hören wir uns wieder. Oh, du hörst uns wieder. Man kann den Piepsen zuschalten, muss man sagen. Also da hört man auch jeweils die Eingabe. Habe ich immer gemacht. Der Tisch ist ausziehbar. Aber hier, du kannst hier raus, guck mal gerade, der ist höhenverstellbar. Ja. Du kannst hier auch ein Bett draus machen. Der ist so vorgesehen, auch mit den Nackenstützen. Das erkennt man immer bei einem Cruiser. Wenn man sich danach umschaut, wenn er an der Küche hier diese Löcher hat für die Nackenstützen, weiß man auch, dass der Wagen für 4 Personen eine Zulassung hat, sodass man auch mal 4 Personen mitnehmen kann. Es ist natürlich nicht der klassische Wagen, den man eben auch zu viert fährt. Das ist ein typischer 2-Personen-Wagen, wo vielleicht mal jemand mitfährt dann. Stark ist die Klappe hier, mach mal auf, denn da hast du ganz viel Platz bei Concorde für zum Beispiel Bettzeug oder andere sperrige Dinge, die du einfach reinlegen kannst. Das ist übrigens die Bordtasche, ganz interessant. Da sind alle Anleitungen mit drin, denn es gibt zu jedem Gerät, was ja verbaut wurde, jeweils eine Betriebsanleitung und die sind hier gesammelt. Dann ist das so eine schwere Tasche. Wenn du es mal gerade aufmachst, nur mal einmal kurz reingucken, was da so drin ist, damit der Kunde sieht. Da kriegst du wirklich alle Handbücher hier sogar noch klassiert, habe ich eben gesehen. Das ist noch der Concorde-Ordner. Der Concorde-Ordner mit dabei. Ja. Und Bedienung, wenn ich keine Ahnung habe, ihr macht eine Einweisung, wie lange dauert die bei so einem Auto hier? 2 Stunden? Also es gibt ja viele Leute, die haben so ein Auto schon gehabt, die sagen, Mensch, das kenne ich von dem, das kenne ich von dem, da sind wir in einer Stunde durch. Ansonsten kann es auch mal 3 Stunden dauern bei so einem Fahrzeug. Und was ich hier auch empfehlen kann, da gibt es tatsächlich auch noch gute Videos bei YouTube, gerade zu Concorde, auch Einweisungsvideos, die man sich vorher anschauen kann, wo knifflige Fragen schon geklärt sind, wie funktioniert ein Wärmetauscher. Gibt es ganz tolle Videos, die man sich auch anschauen kann. Ja, oder was ist ein Wärmetauscher? Das haben wir dann auch mal gesehen. Ja, wenn du mal da mal gerade sitzen bleibst, das Besondere ist, der hat hier so ganz tolle Holzjalousetten. Ja. Zeig mal bitte, wie die funktionieren. Dann siehst du nämlich von den Fenstern gar nichts. Und das ist ziemlich cool. Gerade den Stefan mal genötigt, das zu tun, was er am liebsten macht, nämlich Holzjalousetten lösen. Genau, und du hast natürlich hier mir jetzt einen Fehler hier eingebaut, mit Sicherheit, ne? Ja, nee, es geht. Das ist interessanterweise, ihr habt, glaube ich, über 100 Autos im Moment auf dem Hof stehen. Und dabei jedem jetzt zu wissen, wie funktioniert das. Sehr schick für den Fahrbetrieb, sollte man sie hochziehen, sonst klappern sie ein bisschen. Aber im normalen Betrieb ist das wirklich sehr schick. Dann großer 42 Zoll ist hier drin. Das ist auch wirklich toll. Oder könnte ein 32er sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Manchmal ganz schwer zu schätzen. Also ich würde jetzt auch sagen, es sind 42er. Aber es kann auch ein 32er sein, ja. Der ist da oben. So, da hast du es mit drin. Dann hast du richtige Schränke wie zu Hause mit drin. Du hast eine Lederbepolsterung, die ist wirklich sehr angenehm. Ist gar kein echtes Leder, das hier. Das ist so ein Alcantara. Das ist wirklich sehr angenehm, ja. Cool.
Also ich mag das, die Schiffsbodenoptik ist schön. Er ist sehr hell. Er hat, ich denke mir, bei so einem Auto, damit er edel wirkt, ist das dunkle Holz gar nicht schlecht, oder? Das ist relativ zeitlos. Die kannst du dir anschauen, ob die 5 Jahre alt sind. Und ich denke, in 5 Jahren ist das hier immer ein zeitloses Design. Ich nenne es mal so wie so ein Yachtdesign, wie so ein Schiffsdesign. Ja, was ziemlich cool ist, überall Schränke. Mach mal auf, bitte. Die Schränke sind alle hinterlüftet und beheizt. Das sieht man daran, dass obendrauf jeweils die Auslässe sind für die Heizung. Das ist ein Warmwasserheizungssystem mit Heizkörpern wie zu Hause. Besonderheit ist, die Wände werden aufgeheizt und der Boden. Das heißt, du hast keine Luft, die zirkuliert. Klar, die aufsteigende Wärme, die zirkuliert, aber keine aktiv angeblasene Luft, oder? Nee, das ist wie zu Hause, du hast ja gesagt, wie ein Heizkörper. Und es ist einfach eine Wohlfühlwärme. Das ist vielleicht die beste Beschreibung. Die Standardheizung, Gebläseheizung, die vertrocknen die Luft unheimlich. Und hier spürst du regelrecht die Wärme, die von allen Seiten kommt. Sehr schön. So, und dann oben Schauklappen machen wir bitte auf. Die sind auch so, die stören gar nicht. Ich kann übrigens stehen hier. Ja. Du bist 1,80 Meter. 85, ja. 1,85 Meter, kannst bequem stehen. Das ist ja, geht ja ein gutes Stück hoch hier wegen der Garage. Man sieht das also hier, da ist eine kleine Stufe mit dabei. Schränke haben wir eben kurz gezeigt. Natürlich darf das nicht fehlen bei Concorde. Das obligatorische Weinglasbehältnis, das da ist, und ich zähle mal kurz durch. Es sind fast alle Concorde-Gläser noch da. Da habe ich mal zwei gesehen. Die haben jetzt keinen Concorde drauf, 4, aber die kriegt man noch nach oder sogar mit Concorde-Emblem. Wenn man das gerne möchte, klar, natürlich. So, die Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff, das ist natürlich vom Feinsten. Da kann man auch mal kurz einen Topf abstellen, oder? Genau, das ist jetzt hier alles Bestandteil von dem Centurion Style-Paket, wo auch außen die schöne Beklebung herkommt. Sieht hervorragend aus. Meine Empfehlung wäre, bauen wir mittlerweile, ich glaube, einmal die Woche ein. Ich würde hier noch ein Ceran-Kochfeld drauf machen. Finde ich einfach von der Optik hier noch schöner, wenn man hier ein Gas-Ceran-Feld drauf macht. Das geht aber. Ja, oder eine Geschirrspülmaschine können wir auch noch einbauen. So, da vorne ist dann die Kaffeemaschine. Denkt ans Gewicht, sage ich immer nur. Also viele fahren ja los und laden erstmal alles ein, was sie zu Hause haben. Das geht hier nicht. 600 Kilo Roundabout Zuladung bedeutet, dass man schon ein bisschen haushalten muss. Aber es geht. Ja, es geht bei dem Fahrzeug, ja. So, Technik ist hier oben. Da ist das Mastervolt Bedienteil. Das CBE-Panel, was drin ist, das kenne ich noch. Und da kannst du die Wasserpumpe einschalten, das Gas-X, oder? Hier vorne hast du die Helligkeit wahrscheinlich vom Display, die du einstellen kannst. Ja. 40% rauf und runter. Mal gucken, 50. Ach, das kenne ich noch von früher, das ist richtig cool. Ganz einfach zu bedienen. Du siehst also die Füllstände hier vom Wasser. Siehst du Wasserfüllstände, Abwasser, Fäkaltank. Du kannst alle Füllstände nachschauen. Alte Heizung und noch Mastervolt. Und hinten dran eben das noch was versteckt verbaut ist. Da ist das Bedienpanel. Also, du hast gerade eben rangefahren. Das Ganze, ich sag mal, hat Zustand her, würdest du sagen, top, oder? Hier innen. Ja, top ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, top gibt es ganz, ganz selten, ist gut. Ja. Zustand ist gut. Ja, finde ich vielleicht nicht zu kritisch, aber top wäre dann wie neu und das ist er natürlich nicht. Ja, ich sehe hier vorne, da sind so, weißt du, so ein paar Einschlüsse sind hier mit drin, aber es ist nichts kaputt, oder? So richtig. So großartig kaputt ist nichts, ne. Okay. Aber natürlich bei 60.000 Kilometer hat jemand natürlich auch das Fahrzeug genutzt und man bekommt kein neues Fahrzeug mit 60.000 Kilometern. Das ist ein Hammer-Kühlschrank. Schade, dass es den nicht mehr gibt, ja. Denn der war so groß. Es gibt ja noch die neuen. Der ist viel größer wie der neue Dometic. Und ist ein AES-Kühlschrank, kühlt ganz hervorragend. Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Mit der Mikro, die Variante. Mikrowelle von Dometic. Mit Ober- und Unterhitze, Grill. Richtig, genau. So, guck mal hier. 18 Minuten, wir haben überzogen. Komm, wir müssen rein. Badezimmer. Schnell Badezimmer und Bett zeigen. Komm, wir zeigen erstmal das Bett. Denn das Bett ist der Hammer. Es hat eine eingebaute Stufe. Genau. Das ist uns hier Zugang zum Fahrerhaus. Machen wir hier mal dicht. Kannst du zumachen. Und dann kriegst du nichts mehr mit vom Wohnmobil. Jetzt hast du Apartment-Style, da ist die Stufe und die ist so fett, so groß, dass man auch wirklich, auch als Gehandicapter, kann man hier einsteigen und bist dann drin. Ja, und das 1,80 Meter kann man noch nicht ganz aufrecht, ich könnte aufrecht sitzen in der Luke. Das ist natürlich im Alkoven immer noch der Kompromiss, den man macht. Aber es ist natürlich ein riesengroßes Bett. Und geh mal langsam runter, dass man mal sieht, wie schön man sich abstützen kann beim Runtergehen.
Also man kann wirklich sich mit beiden Armen abstützen. Ist natürlich nichts für Rollstuhlfahrer, sage ich direkt, denn du musst erstmal hochkommen. Barrierefrei ist anders. Da vorne hast du auch nochmal eine Stufe mit drin. Aber auch wenn ich jetzt nicht mehr so gut zu Fuß bin, da komme ich hoch, oder? Hier kommst du ohne weiteres hoch. Rückwärts oder vorwärts, das sind so große Stufen. Das ist das Problem. Irre breit. Ist da noch Platz drin, irgendwas reinzumachen in die Stufen? Du kannst hier da noch was reinmachen. Ja. Und dann noch mehr. Dann noch mehr, also viel Platz. Dann schieb mal bitte zurück. Das mal sehen. Das heißt, du kannst die ganze Treppe einfach einschieben. Die hat eine Sperre, dass sie auch ja nicht zugeht. Und da ist dann das Fahrerhaus. Mach mal bitte auf. Auf der rechten Seite ist da eigentlich noch ein Schrank. Auf der Seite hier. Du hast hier noch einen Kleiderschrank, ja? Okay, da ist ein Schrank mit ganz vielen Fächern drin. Kann man eh nie genug haben. Dann ist hier auch ein Lattenrost drunter unter den Matratzen. Okay, ist nicht. Aber die Matratzen sind irre dick. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe gesehen, Ich würde hier wahrscheinlich ein Froli-System drunter machen. Das dürfte die sinnvollste Lösung sein mit diesen Kaltschaummatratzen zusammen. so, hier sind noch Schubladen. Das ist aber die Verkleidung gewesen von der Stufe, gell? Ah ne, hier sind Schubladen drin. 2 Stück. Stufe war 1 tiefer, gell? Da haben wir die frische Unterwäsche und dann die alte Unterwäsche kannst du in die Stufe und dann machen. So, der hat Drehmoment, Motor glaube ich 4,6 Liter, ich bin mich nicht ganz sicher. 4,6 Liter Motor und den Drehmoment muss ich jetzt auch nachlesen. Automatik hat er mit drin, das ist klasse. Es hat eine Rückfahrkamera mit drin, das sieht man hier, also ein richtiger Eurocargo mit schon dem wichtigsten Assistenzsystem. Genau, mit dem ACC, mit dem Active Cruise Control, also Abstandstempomat. Alles, was man braucht. So, das Bad ist richtig ordentlich. Ich zeige das mal gerade hier auf der Seite. Da hat man also ein großes Waschbecken mit drin. Großer Schrank ist hier mit eingebaut. Der Stefan zeigt mal gerade, wie man da reinkommt. Geht. So, geht. Dann viele Spiegel. Kann sich prima rasieren, weil du von beiden Seiten Spiegel hast Das jeweils. ist eine Anmerkung auf uns, ne? Ja, ich hasse das, wenn ich irgendwie an der Seite hast, so Monkey her und die Leute machen dich irgendwann mal darauf aufmerksam. Na, bist du ein bisschen älter geworden? So, kann man die rausziehen eigentlich im Wasserhahn? Ja, kann man rausziehen. Das heißt, man kann auch die Haare hier drin waschen. Kannst du machen, ja. Das geht. Hier unten ist noch ein Schrank. Einmal da, einmal da. Einmal da. Das ist schon gut verarbeitet mit dem Holz, oder? Das hier brauchen wir gleich wieder. Da haben wir eben die Flüssigkeit der Alte geprüft. Großer Kleiderschrank. Ja, das ist ein riesen Kleiderschrank, das hier. Boah, ist der riesig. Der ist echt groß. Also da kannst du stehend rein, glaube ich, wenn die Fächer weg wären. So, das verlange ich jetzt Dann ist nicht. das ein begehbarer Kleiderschrank in dem Ein begehbarer. So, hier vorne noch ein Kleiderhaken mit drin. Und dann kannst du natürlich jederzeit hier die Tür zum Bad einfach schließen. Da oben ist eine Sperre. Man kann sie zumachen und man kann sich dann hier im Bad bewegen. Große Dusche, Toilette mit Sog, Festtanktoilette, klemme ich auf. Was heißt das? Ja, das ist eben eine richtige Toilette, wo man eben keine Kassette rauszieht, sondern wo das Ganze eben durch eine Zagerpumpe geht und danach unten ein Gemisch rauskommt, was man über den Fäkaltank dann entleeren kann. Den Fäkaltank wieder spülen, dass er schön sauber ist. Und das geht eben, hier sind 230 Liter, das geht ewig, ne? So, hier steht er. Ja, du hast hier mal gezeigt, wir haben das mal weggemacht, um zu gucken, wo die alte Flüssigkeit kontrolliert wird. Die wird nämlich hier in dem Moment einmal komplett neu gemacht. Und deswegen Die macht er jetzt nochmal neu, gell? Die ist seit 2018. Ist sie drin? Ja, ich sag mal so 4-5 Jahre und jetzt machen wir es mal neu dann. Problem ist, glaube ich, die verliert, also dass die Einfriersache irgendwann mal. Das heißt, also die könnte dann irgendwann mal einfrieren. Genau, das Glykol ist nicht mehr so stark konzentriert, wie es dann sein soll. So, das geht jetzt hier bis minus 30 Grad, frostgeschützt. Also wer den kalt legt und hat mehr als minus 30 Grad, der muss ins Gefängnis, also hier bei dem Auto. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hier sind wir. Wir gehen noch mal kurz raus, zeigen noch mal das Preisschild. Der steht jetzt hier in Saarbrücken mit 1 Jahr Garantie. Und hier ist noch mal die Fernbedienung übrigens von der Hubstützenanlage. Das heißt also, ja, da kann man nämlich das auch fernbedienen, was wir eben gesehen haben. Hier drunter. Mal gucken, wie schön das gemacht ist. Hier ist eine automatische Sattanlage drin. Richtig. Da ist ein Router. Ja. Da ist ein Router mit eingebaut. Und ja, ist halt Concorde. Ist halt schon schön, oder? Ja. So, ist der echt 218? Er sieht, also so von der Verarbeitung und allem würde ich sagen, das ist ganz aktueller, oder? Schon. Ja, absolut, sind 218er, ja. Cool. So, schnell raus, Preisschild gucken. Haben wir doch 20 Minuten gebraucht. Stefan, so wären wir nie fertig, wenn wir so arbeiten. Doppelte Zeit.
doppelte Zeit, aber es ist auch wirklich ein Auto, was nicht ganz normal ist. Gebrauchtwagen Concorde Cruiser A840 RRL, Gesamtaufbaulänge 8,54 Meter und eine Breite von 2,46 Meter. Das merkst du auch ein bisschen im Innenraum, Ja, oder? Ja, das ist riesig vom Wohngefühl, gerade mit der Sitzgruppe. 750 Kilo Zuladung, wir haben immer von 600 Kilo gesprochen. Lassen wir es mal bei 600, da sind wir auf der sicheren Seite. Es kommt immer darauf an, ich muss mal gucken, wir sind schon mal mit dem Wagen auch über die Waage gefahren. Ich habe jetzt das exakte Gewicht nicht im Kopf, aber wir sind ohne Flüssigkeiten gefahren. Das kommt hier mit dem Gewicht, was wir angegeben haben. So, jetzt gleich noch mehr Gebrauchte. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute Zeitstempel 13. September 2022. Tschüss Stefan, wenn man den haben möchte, wo soll ich mich hinmelden? Wohnwagen Vogt? Wohnwagen Vogt in Saarbrücken und dann einfach im Fahrzeugverkauf nachfragen. Wir kennen uns alle aus mit den Fahrzeugen. Und Einer der größten und ältesten Wohnmobilhändler übrigens in Deutschland. Ihr seid über 60 Jahre? 60 Jahre bereits, ja. 60 Jahre, sieht man dir gar nicht an. Tschüss Stefan. Ciao.